Sou um urso branco nadando sem parar. Sal do Atlântico colado ao caminhar. Levo meia mochila, a outra eu perdi. Se perguntas onde foi o mar que levou de mim. Heute ordentlich eingepackt mit dickem Kopftuch. Vielen Dank an Anke, die es mir gestrickt hat. Und Merino langarmligem Shirt unter dem Oberteil. Es ist jetzt 4 Grad. Auf den Marktständen so Wachsfiguren, die ich schon aus Fatima kenne. Also anscheinend gibt das als Opfergaben. Ich wusste gar nicht, dass es hier irgendwie ein besonderes Sanktuarium ist, Armenteira. Aber auf jeden Fall bei der großen Muttergottesstatue in der Kirche gab es schon gestern solche. Was ist das denn? Ein Häuschen? Faszinierend, diese Strecke. Hä? Mann.
Wassermühlen sollen dann das gewesen sein. Sondern das laut Komet, wenn man dem trauen kann. Ja, also abgesehen davon, dass man saumäßig aufpassen muss und dass ich mich manchmal gefragt habe, ist das eigentlich noch der Pfad oder nur noch Flussbett? Was waren das die epischen 2 Kilometer, also wirklich. Jetzt kommt man in die Sonne. 7 Grad bis jetzt angeblich. Also sehr viele Leute laufen in die entgegengesetzte Richtung. Also diese Stein- und Wasserroute scheint ein beliebter Ausflugsziel zu sein hier einfach in der Gegend. Oh, das wird spaßig. Na, das war jetzt ordentlich Wasser. Bitte möglichst bald die nächste Bar, damit ich meine Schuhe trocken legen kann. Wenn ich jetzt 19 Kilometer noch mit nassen Füßen laufe, das kann nur eins bedeuten: Blasen. Boss, die Chefin hat sich heute zu einem Plansch im Bach überreden lassen. Aber ich glaube, du musst ihr noch erklären, dass man vorher die Wanderschuhe ausziehen soll. Sonne zum Schuhe trocknen, Fehlanzeige.
Pfarrkirche. Und wieder so ein Waschplatz. Interessant. Sind das etwa meine Portugiesen von der Nacht? Könnte sein. Ich hoffe nur, die schlafen heute woanders, wenn sie schnarchen und reden im Schlaf. Die letzte Steigung des heutigen Tages. Meereskreuzweg. Interessant. Da sieht man schon wieder Wasser am Horizont. Vor dem Horizont, vor den Bergen. Sigo andando, nem eu sei já. Caminho nada o rio, isso basta. Ai, sus caminho, o urso vai sem destino. Nada primeiro, depois a pé. Se a onda é grande, melhor ainda é. Sobre areia, acordo num bar. Alguém me dá sardinhas por saber nadar. Dizem, oi, urso, isso não é normal. Respondo, amigos, é turismo polar.